Es gibt sie in klein, größer, groß, riesig. Kürbisse fürs Regal, für den Kochtopf, als gruselige Halloween-Deko. In dieser Hinreisend-Folge bekommt ihr Tipps für Kürbisausflüge und Kürbisaktivitäten. Und natürlich schnitzen wir auch Kürbisse. Der Kürbis schielt. Wehe, du sagst was. Mit Sternekoch Robin Pietsch stelle ich euch ein schnelles und leckeres Kürbisrezept zum Nachkochen vor. Wie kann ich mich vernützlichen? Du gar nicht, bleib einfach da stehen, komm, wir quatschen ein bisschen. Okay. Eine Suppe nur aus selbst geernteten Kürbissen. Mit Schale. Mit Schale. Mit Schale. Meine Challenge, ich will alles verwerten. Vom Kürbis, Fruchtfleisch, vielleicht sogar den Stiel. Wir sind nach Schönebeck an den Rand der Magdeburger Börde gefahren. Hier gibt es Kürbisse zum selber ernten. Vielleicht finde ich hier ja ein Exemplar, das ich komplett verarbeiten kann. Ich habe mir schon mal ein paar Gummistiefel eingepackt. Gute Idee. Eine Gartenschere? Einkaufswagen. Na, wir suchen tatsächlich einen Kürbis, der als Laterne gut aussieht und den ich auch in der Suppe essen kann. Oh, ein Allrounder, den haben wir per se nicht, aber wir haben einen Kürbis für die Laterne und einen für die Suppe. Ich frage mal den Koch. Bonjour, das, was du hier hinter mir siehst, also hier hinter mir, das ist ein Kürbisfeld. Hier gibt es verschiedene Sorten Kürbisse. Welchen bringe ich mit für eine schöne Kürbissuppe? Hokkaido ist immer gut, lässt sich super mit der Haut verarbeiten. Oder sehr bekannt, der Butternusskürbis. Das sind so, glaube ich, die gängigsten Kürbisarten, die wir alle kennen. Und wenn das da rumliegt, pack eins davon ein. Ich kenne mich nämlich noch nicht so richtig aus mit Kürbissorten. Warte mal, hier vorne gibt es tatsächlich... Kannst du eigentlich auch mitnehmen, auch geil. Das andere ist der Hokkaido und dann haben wir hier Muskat. Perfekt. Dann nehmen wir den Hokkaido-Kürbis mit, der ist schön nussig. Ja. Einfach abschneiden. Können wir ruhig da Ja? Das war die Pflanze nicht so sehr beschädigen. Zack. Da kann ich doch dann hinterher 3 Monate lang nur Kürbis essen wahrscheinlich, wenn ich mir einmal bei euch den Einkaufswagen vollgepackt habe. Grundsätzlich kauft man dann einmal Kürbis und vielleicht haben wir eine Handvoll Leute, die auch nochmal wiederkommen, aber die meisten sind dann mit einem Bollerwagen voll bis Weihnachten zufrieden. Ich den jetzt hier zu Hause bei mir hinlege. Worauf muss ich denn da achten, wenn ich den nicht gleich aufessen will? Na, am besten ins Dunkle, ins Kühle, also irgendwo ein Keller oder so, wäre ganz günstig. Und dann kann man den ohne Schwierigkeiten bis Weihnachten lagern. Ist das tatsächlich was, wo man sagen kann, da schmeiße ich mir mal die Kinder ins Auto am Wochenende und dann komme ich mal zu euch? Genau, also das ist vollkommen richtig. Es ist ganz wichtig für die Familie, ein Ausflugsziel zu haben, mit den Kindern auch zusammen einen Kürbis zu pflücken. Und vor allem ganz wichtig, dass das Kind sich den schönsten Kürbis selber aussuchen kann. Wo ist denn der dritte? Der sitzt vorne. Es hat mir keiner gesagt, wie beschwerlich das hier wird. Die wiegen echt ganz schön was. Neben dem Kürbisfeld zum Selbstpflücken gibt es hier auch ein Maislabyrinth. Im Sommer lässt es sich auf verschlungenen Pfaden erkunden, auf der Suche nach einem Stempel. Ein toller Ausflug für Familien. Ich habe noch was besorgt. Oh Gott, aus wie ein Kürbis, der nach Hause telefonieren will. Also ein bisschen IT-mäßig ist das schon. Kann sie definitiv nicht mehr aufstellen. In Kürbissen kann man ganz schön viel Quatsch machen, auf jeden Fall. Was macht ihr eigentlich alles aus Kürbissen? Schreibt es mir doch einfach hier in die Kommentare. Das hier ist ein Kürbishaus. Das ist nicht zu übersehen. In der Nähe von Niederndohneleben. Wenn wir über Kürbisse sprechen wollen, dann kommen wir an Familie Felgentreff mit ihrem Kürbishof nicht vorbei. Ein ganzer Familienbetriebsbauernhof, der sich auf Kürbisse spezialisiert hat. Und da gucken wir jetzt mal hin. Ich habe Fragen. Und zwar zu meiner Challenge. Wie kriege ich es hin, alles zu verwerten vom Kürbis und noch eine schöne Laterne zu schnitzen? Es sind viele Besucher von nebenan da, aus Magdeburg. Hier ist heute großes Kürbisfest. Das gibt es hier ein paar Mal im Jahr. Und das ist die Gelegenheit, mal in die Töpfe zu schauen. Ich suche nämlich noch nach kulinarischer Inspiration, wie unsere Kürbissuppe schmecken soll. Mit Kürbis lässt sich fast alles verfeinern.
Das ist einfach Waffelteig mit... Mit Kürbis, ja, genau. Echt? Schmeckt die wirklich nach Kürbis, ja? Nein, ich finde, es macht es einfach so, saftiger. Ich wollte eine Kürbissuppe kochen. Was muss denn da alles vielleicht unbedingt rein? Oder habt ihr so einen Kniff? Das haben wir noch nicht gemacht, aber meine Oma sagt, vielleicht ein paar Kartoffeln, Kürbis, Knoblauch, vielleicht Ingwer, wer es ein bisschen schärfer mag. Süßkartoffeln und schön sämig. Schön sämig macht das Ganze, ja. Was macht ihr denn sonst noch so alles mit Kürbissen außer Essen? Eigentlich nur Schnitzen zu Halloween. Ich lasse nicht locker und suche weiter nach der Kürbissuppe. Also wir haben hier den Mikrowellenkürbis mit einer Kräuter-Quark-Füllung. Kürbis mit Quark. Kann man mal machen. Kürbisbrot. Was kann man eigentlich nicht aus Kürbissen machen? Das sind jetzt gerade Kürbiswürste drin, das ist praktisch dasselbe Brät. Wollen wir mal so eine Kürbiswurst probieren? Mit Kürbis marmoriert. Das ist doch mal eine Delikatesse. Es schmeckt wirklich ein bisschen nach Kürbis und total zart und saftig. Toll. Gibt es irgendetwas, was in diese Kürbissuppe auf jeden Fall rein muss, damit die gut schmeckt? Für die Farbe noch Kurkuma. Leuchtet grell orange, braucht aber Vorsichtsmaßnahmen. Kurkuma ist eine Katastrophe, was die Farbe angeht. Gut, dass ich eine weiße Jacke anhabe. Ich habe davon wirklich noch ein paar. Noch ein paar, okay. Du musst aber vorher erst die Schale abmachen. Echt jetzt? Ja. Sage, dass du nicht kochen kannst, ohne mir zu sagen, dass du nicht kochen kannst. Robin ist übrigens ein echter Harzer Junge und nicht nur Sternekoch, sondern von Haus aus auch Konditor. So, guck mal jetzt hier. Ich habe einfach ein bisschen braunen Zucker. Kleines bisschen Salz, ja. Oh, Entschuldigung. So, ich nehme jetzt Butter. Man könnte aber auch Olivenöl oder ein normales Pflanzenöl nehmen. Aber Butter, Fett ist Geschmacksträger. Was hat Oma immer gesagt? Immer überall Butter dran. So, komm, das stellen wir jetzt in den Ofen. 200 Grad eingestellt. Zack, zack. Die sind ganz schön dick, die Dinger. Die sind, ja, ich weiß. Nee, machst du gut. Ja. Warum trage ich eigentlich eine Kochjacke und du nicht? Soll ich die Wahrheit sagen? Ja. Na, weil du Angst hattest, deine schönen Sachen einzusauen. Einsauen mit Kürbis, das geht auch gut beim Laternenschnitzen. Du kannst schöne Kürbisse schnitzen, habe ich gehört. Soweit. Ja, so als Hobby mache ich das mal nebenbei so ein bisschen. Wow. Das ist ja wirklich ein großer... Das große, das kleine Messer, Edding, ein Stift. Ich will ja bloß hier vorne ein schönes Gesicht rein haben. Kürbisheck. Der Stiel kann auch eine Nase sein. Damit der Kürbis steht, sägen. Quasi den Deckel, ja, würde ich mir auch so grob anzeichnen. Wichtig ist jetzt, dass du nicht zu gerade schneidest, sonst würde der Deckel nachher reinfallen. Jetzt gucken wir aufs Gehirn. Das ist ein bisschen klebrig und baxig, aber ja, muss halt sein. Muss sein. Kann man aber tatsächlich noch tolle Sachen mitmachen. Kürbiskerne rösten. Damit bin ich ein gutes Stück weiter mit meiner Challenge. Kürbisfleisch verwerten? Check. Kürbiskerne verwerten? Check. Ja, den habe ich hier hinten. Guck mal. Und rösten das Ganze einfach ganz kurz an. Dann falten sich da so ein bisschen die Aromen, ohne Fett. Hier ist genug Fett drin in den Kürbiskernen. Und da geht es nur darum, diesen Röstgeschmack ein bisschen rauszuarbeiten, weil das gibt nachher den Crunch und unterstützt den Kürbis nochmal. Und es ist ja quasi auch vom Kürbis. Wo wir hier so beide gemeinsam Kürbisse ausweiden. Schneidest du das hier quasi nicht aus. Du hältst genau nach vorne oder nach hinten raus. Das passt. Das verläuft jetzt mit der Zeit ein bisschen. Der Kürbis schielt. Ich hätte gedacht, das dauert viel länger. Soll ich einmal mit dem scharfen Ja, das wäre super. Einmal mit dem scharfen drumherum, den Rest kriegen wir hin. Immer vom Körper wegschneiden, hat der Werklehrer gesagt. Das kannst du jetzt machen, wie du willst. Krumme, schiefe. Ach super. Und dann schneiden wir da jetzt einfach die Zähne rein. Also meiner guckt freundlich. Auf jeden Fall. Wehe, du sagst was. Trotz der schiefen Zähne sieht er doch ganz okay aus. Nochmal zum Mitschreiben, Stiele sind gute Nasen für Laternen. Ganz wichtig ist auch, den Deckel schräg anzuschneiden. Aus dem Fruchtfleisch lassen sich Zähne schnitzen und lebensechte Augen gibt's mit Filzstift. Ich finde die total cool, der ist total super. Echt? Ist er? Der ist niedlich, ja. Trotz der schiefen Zähne? Alles gut, alles gut. Alles gut. Nobody is perfect, oder? Für den Gruselfaktor. So. Würden Sie sich den hinstellen? Der sieht super aus. Er wird nur nicht lange halten. Weil? Na, das Innere, das wird halt schnell schlecht. Aber
Ein Wochenende, toll. Ja, Ein Wochenende. 4-5 Tage hält er ungefähr. 4-5 Tage hält er. Dann wird er langsam weich. Und Dann schnell mit Fruchtfleisch und Kürbis zu Robin. Aber es ist auch, das habe ich gemerkt, ein wirklich tolles Abenteuer. Zu sagen, wir machen eine Challenge aus den Zutaten. Da erlebt man nämlich was. 1000%. Komm, das ist ready, das nehmen wir jetzt raus. Und das ist so schön saftig. Da schwitzen wir jetzt noch die Zwiebeln an. Aber was hatten die denn alles für Kürbis? Ich glaube, diesen Hokkaido, dann hatten sie diesen Butternusskürbis, dann war noch einer, den habe ich sogar verwechselt da beim Hingucken. Wie hieß es denn? Das war der Flaschenkürbis. War das der Flaschenkürbis? Wenn wir hier so eine kleine Kürbiskunde machen. Es gibt hunderte Sorten Kürbisse. Ja. Reife Kürbisse klingen übrigens ein bisschen hohl. Kürbis, Hokkaido-Kürbis, da drüben Spaghetti-Kürbis. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch die Giselle oder auch den Muskatkürbis. Der ist zum Beispiel auch total lecker. Der hat, wenn man den roh probiert, einen recht fruchtigen Geschmack. Kommt so ein bisschen an die Honigmelone ran. Kürbis kann was. Die sehen alle total unterschiedlich aus. Wie viele Sorten Kürbisse gibt es denn? Es gibt tatsächlich über 800 Sorten und hier auf unserem Kürbishof befinden sich jetzt 25 Sorten, 20 Zierkürbisse und 25 Speisekürbisse. Mein Lieblingskürbis ist halt wirklich der Muskatkürbis, weil man ihn halt auch roh so super essen kann. Wow. So sieht er jetzt von innen aus, also schön kräftig orange. Vielen lieben Dank. Knackig in der Konsistenz und wow. Also fast ein bisschen wie Karotte und noch irgendwie. Ist so leicht fruchtig, ja? Also ja. Jetzt guckt gerade keiner. Kürbis ist sehr lecker. Jetzt machen wir ASMR. Super. Eine kleine Kürbiskunde, die habe ich euch in der Caption verlinkt. So, Salz. Magst du deine Tapete? Ja, ey, bitte. So. Ich setze mich auf meine Hände. So. Zack, eine Kelle Kürbissuppe. 8000 Kilokalorien pro Kubikzentimeter. Ja, über Inhaltsstoffe und gesund und nicht gesund, lass uns da lieber nicht drüber sprechen. Es geht ja auch um Genuss. Genau. Ich weiß, wie es schmeckt. Visuell kriegt es schon mal eine 9 von 10. Würde ich sagen. Und warum kein 10? Was wolltest du denn besser machen? Du Schnösel. Einfach aus Prinzip. Einfach aus Prinzip. Aber das hier ist eine glatte 10 von 10. Hier. Dämlich, würzig. Wie war es nochmal mit dem anderen? Schmeckt wunderbar. Schmeckt wunderbar. Und das Rezept schmeiße ich euch in die Kommentare. Kürbisse, 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 Kürbisse. Meine Güte, das war echt eine Kürbisreise. Ich habe ganz viel gelernt über Kürbisse. Nicht nur schöne, gruselige Laternenschnitzen, sondern vor allen Dingen auch, was man mit ihnen genusstechnisch so machen kann. Schön sehen sie aus. Ich fühle mich auch fast ein bisschen wie ein Kürbis. Falls ihr noch weitere tolle Ausflugstipps sucht, ich habe euch hier noch ein paar Hinreisenfolgen verlinkt. Meine Challenge war übrigens erfolgreich. Ich habe alles verwertet vom Kürbis. Das Ergebnis: ein voller Bauch und eine gruselige Laterne aus Kürbis. Hatte ich schon Kürbisse gesagt? Geht's hier um Kürbisse?